Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 41 Approach Irrsicht. Ausdruckslos schaue ich ihn an, suche sein Gesicht nach einem Schwachpunkt ab, der es mir erlaubt zu erkennen, ob ich eine Chance habe zu siegen. Doch abgesehen von der typischen Arroganz und Selbstsicherheit, die der werte Herr Trafalgar sowieso immer aufgesetzt hat, kann ich kein Gefühl und keine Gedanken aus seinen Zügen lesen. Meine Hände werden mit einem Mal schwitzig, doch ich konzentriere mich auf meine Mimik, sodass auch Law mich nicht durchschauen kann. Ich darf nicht gegen ihn verlieren. Wenn mein Glück nicht mehr auf meiner Seite steht, ist mein Leben ruiniert. Nicht nur meins, sondern auch das meiner Freunde. Nur wir beide sind noch im Spiel. Penguin hat den Vorschlag gemacht, dass wir alle pokern sollten. Schnell war der Tisch aufgebaut und die Karten verteilt. Allerdings, ganz ohne Anreiz zu spielen, fand mein lieber Feuerbändiger viel zu langweilig, weswegen nun alle unsere Leben auf dem Spiel stehen. Ace war selbstsicherer denn je, sodass wir uns freudig darauf einließen. Schließlich sieht man nicht alle Tage den ach so stolzen Law auf allen Vieren kriechen. Nicht nur ich bin davon ausgegangen, dass mein lieber Bruder gut spielt, wenn er denn schon so große Töne spuckt. Dabei ist er nicht nur als erstes ausgeschieden, nein. Man hat ihm seine Hand förmlich aus den Augen gelesen. Selbst ein Kind hätte gegen ihn gewinnen können. Nun liegt unsere Zukunft in meinen Händen. Unser Einsatz ist, dem Gewinner 24 Stunden lang jeden erdenklichen Wunsch zu erfüllen. Wenn Law gewinnen sollte, kann man schon von einem kleinen Weltuntergang sprechen. Vor allem Ace, der bei ihm ja nicht wirklich hoch angesehen ist. Meine Brüder und meine besten Freunde hoffen, dass ich gegen Trafalgar siege. Entweder, weil sie wissen, dass ich meine Macht nicht ausspiele, oder weil sie sehen wollen, wie ich ihn herumkommandiere. Er spielt gut. Showdown. Wir legen unsere Karten zeitgleich offen und einen Atemzug lang kann ich nur ungläubig auf seine Hand starren. Wir haben beide ein Full House. Ace sieht grinsend zu mir auf, doch ich schüttle den Kopf. Aber du... Der Bube ist der höhere Drilling und dieser ist beim Full House entscheidend. Erklärte ich Ace niedergeschlagen, worauf wir alle betrübt den Kopf hängen lassen. Law hält mir grinsend die Hand hin. Dieses Lächeln, als wäre er was Besseres. Gereizt schlage ich seine Hand zur Seite. Wohl ein schlechter Verlierer, stichelt er weiter und stupst mir dabei pausenlos in die Seite. Weiße Blitze zucken über meinen Körper und werden dunkler, als ich herausfordernd zu ihm aufsehe. Trafalgar stoppt mit seinen Berührungen und beugt sich grinsend etwas zu mir runter. Ich spüre, wie meine Wangen erröten und wende beschämt meinen Blick ab. Mit meiner Reaktion würde ich doch nur bestätigen, dass ich ein schlechter Verlierer bin. Dabei bin ich es gar nicht. Nur bei ihm. Das Niveau verfolgt dich, aber du bist und bleibst schneller, grummle ich gereizt, weswegen er auflacht. Mein Herzschlag beschleunigt sich bei seinem seltenen Lachen und ich deaktiviere überrascht meine Teufelskräfte. Was ist los mit mir? Wieso bin ich auf einmal so glücklich? Trotzig strecke ich ihm die Zunge raus. Doch bereits im nächsten Moment bereue ich es, weswegen ich ihn beschämt umarme, flüstere, dass es ein gutes Spiel gewesen ist und dann mit Sashi überstürzt aus dem Raum hechchte. Emoto? Wir holen noch Sake, beantworte ich die ungestellte Frage. Dann lass uns mal den Sake rüberschleppen, ruft er energiegeladen, sodass ich ihn nur belächeln kann. Hat er eine niedrige Toleranzgrenze und ist bereits etwas angetrunken. Du bist manchmal genauso bescheuert wie Ace, lache ich. Keinen Wimpernschlag später schlägt mir jemand auf den Hinterkopf. Verwirrt drehe ich mich, mir den Kopf haltend um und erblicke Ace, der mich gespielt wütend ansieht. Wie war das? Ich lache nervös auf, bevor ich ihm ein Fass Sake in die Arme drücke und zurück zum Gemeinschaftsraum laufe. Ich bin heute so aufgedreht, dass ich mich total kindlich verhalte, stelle ich grinsend fest, weiß ich genau, wovon das kommt. Ich bin einerseits einfach viel zu glücklich, wieder hier zu sein, und andererseits habe ich ein schlechtes Gewissen, meine Freunde so verletzt zu haben, dass ich ihnen einfach zeigen will, dass es mir gut geht. Ich habe das Gefühl, ich müsste die verlorene Zeit auf einmal nachholen, sodass ich nicht sagen kann, was ich als nächstes machen möchte. Oi, ich geb dir gleich bescheuert, keift Ace mir gereizt hinterher, doch ich erreiche bereits die Tür. Lachend und völlig außer Atem lasse ich mich auf eines der Sofa fallen. Vom Nichtstun erschöpft? Erklingt die belustigte Stimme meines Kapitäns gleich vor mir. Obwohl sein Kommentar beleidigend ist, muss ich in mich hineinlächeln. Ich habe seine blöden Kommentare vermisst. Darin bist du ja am besten geübt, konterte ich mit einem überlegenden Grinsen, weswegen er mich vernichtend anblitzt. Er steht von seinem Platz auf und kommt bedrohlich nah an mich heran.
Er setzt sich direkt neben mich, sodass sich unsere Schultern beinahe berühren. Mir wird mit einem Mal unglaublich warm, fast schon schwindelig, und meine Nervosität steigt. Aus einem Instinkt heraus sehe ich mich nach Hilfe um. Beppe und Pinguin unterhalten sich ruhig in einer abgelegenen Ecke und meine Brüder habe ich höchstpersönlich zurückgelassen. Trafalgar hat seinen Kopf auf seine Hand abgelegt und starrt mich von der Seite aus an. Genervt drehe ich mich zu ihm. »Was willst du?« frage ich giftig. Er setzt sein übliches, überhebliches Grinsen auf. »Wolltest du nicht Sake holen? Hast du etwa meine Gegenwart vermisst?« Ich drehe genervt die Augen. Eigentlich nicht. Ich schüttle beschämt meinen Kopf, bevor ich ihn versucht gleichgültig ansehe. »Du bist hier? Tut mir leid, ich habe dich gar nicht gesehen. Kann ich dich später weiter ignorieren?« Zufrieden und ein wenig amüsiert sehe ich dabei zu, wie sein selbstgefälliges Grinsen langsam aus seinem Gesicht verschwindet. Ruhig stehe ich auf, doch augenblicklich werde ich am Handgelenk gepackt und grob zurückgezogen. Erschrocken schnappe ich nach Luft und schließe die Augen, nur um mich kurz darauf auf dem Schoß meines Kapitäns wiederzufinden. Prompt versteift sich mein Körper, scheint heiß gelaufen zu sein, mein Herz hüpft erschrocken schnell und meine Wangen färben sich krebsrot. Erst jetzt bemerke ich, dass ich die Luft angehalten habe, weswegen ich sie unbemerkt entweichen lasse. Noch immer hält Law mich an meinem Handgelenk fest, wodurch die Haut an dieser Stelle seltsam zu kribbeln beginnt. Er beugt sich vor und presst seine Brust an meinen Rücken, den ich zeitgleich durchdrücke. Was? Law? Warum reagiere ich so auf ihn? Sichtlich nervös und verwirrt wage ich es nicht, mich auch nur 1 Millimeter zu bewegen. »Hör zu«, beginnt er. Seine Lippen streifen leicht mein Ohr, während sein feuchter und heißer Atem vollkommen unvorbereitet auf meine Haut trifft und mir somit einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Ich versuche angestrengt, mich nicht zu schütteln und hoffe inständig, dass er meine Gänsehaut nicht bemerkt. Doch sein leises, dunkles Kichern lässt all meine Hoffnungen elendig krepieren. Peinlich berührt und ertappt mache ich mich etwas kleiner, während ich stur auf meine Hände starre. »Ich habe gewonnen«, spricht er melodisch weiter und nimmt dabei eine meiner Haarsträhnen zwischen die Finger. »Denk an deinen Einsatz«, sagt er etwas schärfer und irgendetwas Lauerndes scheint in diesem Satz mitzuschwingen. Bei seinen Worten zucke ich geschockt zusammen. Hat er recht und habe ich ihn wahrscheinlich ziemlich gereizt. »Ich werde an deiner Stelle sehr vorsichtig, ob ich dem Gewinner so herausfordern würde.« Bei seinem letzten Satz ist seine Stimme nicht mehr als ein dunkles, bedrohliches Knurren. Meine Brust scheint auseinanderspringen zu wollen, mein Bauch fühlt sich merkwürdig an und mein Körper verbrennt mich von innen. Seine Stimme lässt meinen Körper pochen, meine Gedanken rasen und meine Gefühle verrückt spielen. Diese Stimme, so hat er noch nie mit mir geredet, stelle ich überfordert fest, als plötzlich Ace Stimme dumpf durch die Tür an mein Ohr dringt. Überstürzt eile ich auf meine Füße und verlasse erneut das Zimmer. Mein Herz schlägt fest, so dass ich ohne Konzentration die Schläge zählen könnte. Es verwirrt mich, was Law in mir ausgelöst hat. Ich weiß, wie sich Erregung anfühlt, wenn das Herz vor Aufregung schneller schlägt, wenn die Atmung schwerer wird, wenn der Körper erhitzt und zu pochen beginnt. Doch diesmal war es anders. Etwas anderes war dabei, ein Gefühl, was ich nicht kenne, ein Zustand, den ich nicht kenne. Aber ich kann doch nicht, allein durch seine Stimmlage erregt. Ich bin so aufgewühlt, dass ich nicht auf meine Umgebung achte und nach nicht mal 2 Metern in meinen Bruder renne. Entschuldige, verbeuge ich mich sofort, wobei meine Stimme ungewohnt dünn und zittrig klingt. »Alles gut bei dir?« fragt mich die Sommersprosse sofort und beugt sich etwas in mein Sichtfeld, habe ich meinen Blick leicht gesenkt. Ich erwidere seinen besorgten Blick mit einem verwirrten. »Du bist total rot. Bist du krank?« fragt er weiter, doch sofort schreie ich ihm ein »Nein, verdammt!« entgegen. Ich halte überrascht inne, als ich die 2 riesigen Fässer auf seinen Schultern erstmals bemerke. Ich kann ihn nur anstarren und mich fragen, ob wir wirklich noch so viel trinken sollten. Sashi braucht deine Hilfe«, meint er auf meinen Blick nur. Ich nicke und gehe weiter Richtung Lager, während ich mich mit einer Handbewegung von ihm verabschiede. Meine Laune verschlechtert sich etwas, als ich mich frage, wieso ich mich verdammt nochmal nicht unwohl gefühlt habe. Trafalgar hat mich genauso wie Flamingo berührt. Aber ich musste in diesem Moment weder an ihn denken, noch kamen andere Bilder oder Erinnerungen in mir auf. Ich komme in der Küche am Lager an. Dort steht Sashi verzweifelt vor einem Regal, das er gerade so vorm Umkippen bewahren kann. Panisch stelle ich mich zu ihm und helfe ihm, es wieder in eine aufrechte Position zu bringen. »Wieso hat dir der Idiot nicht geholfen? Wie ist das überhaupt passiert?« frage ich gereizt, mehr zu mir selbst als zu ihm.
Die Antwort bleibt wie erwartet aus. Schnell steht das Regal wieder und wir begeben uns langsam zurück zum Gemeinschaftsraum. 2 Fässer sind genug, wenn nicht sogar zu viel. Erneut verirren sich meine Gedanken. Trafalgar hat Dinge in mir ausgelöst, die ich noch bei keinem Mann gefühlt habe. Seltsame, ungewohnte Dinge. Ich war nicht abgeschreckt, sondern angetan von seinen Berührungen. Dabei habe ich doch im Wald Angst vor ihm gehabt, als ich dachte, er wollte. Wieso fühlt sich das Gleiche bei Trafalgar anders und irgendwie richtig an? Ich bleibe bedrückt stehen. Verwundert sieht Sashi mich an. Nichan, bei Flamingo. Kaum gleiten meine Gedanken zu diesem Mann, blitzen Bilder von ihm und mir in meinem Kopf auf und meine Augen beginnen zu brennen. Er sieht mich wissend und dann mitfühlend an. Er sagte, ich würde ihn lieben. Mit Tränen in den Augen drehe ich mich zu meinem Bruder und sehe ihn flehend an. Bitte? Woher weiß man, dass man jemanden liebt? Bettle ich, bevor ich mich entsetzt in die Hocke kauere und die Hände gegen meine Schläfen presse. Ich habe das Gefühl, ihn noch überall auf mir zu spüren. Seine Zunge, die meinen Körper entlangfährt und eine glitschige Spur aus Speichel hinterlässt. Seine Blicke, die alles von mir mehr als nur einmal betrachteten. Seine Zähne, die sich grob in meine Haut drücken und schmerzende Abdrücke hinterlassen. Sein schwerer Körper auf mir, der seinen heiß-kalten Schweiß in meine Haut einmassiert. Sein individueller Geruch in meiner Nase, sein verdammter Eigengeschmack auf meiner Zunge und schließlich seinen heißen, klebrigen Saft auf meinem Körper, auf meiner Zunge und an Stellen, die ich nie so gründlich säubern kann, wie ich es mir wünsche. Sashi setzt sich vor mich und zieht mich mit sanfter Gewalt in seine Arme. Überrascht reiße ich nur die Augen auf, während meine Gedanken und Erinnerungen von jetzt auf gleich verschwimmen. Wenn dein Herz höher schlägt, allein wenn du ihn siehst. Wenn dir warm und kalt zugleich wird, wenn er dich berührt. Wenn du nervös in seiner Nähe bist, immer an ihn denken musst und bei ihm sein willst. Wenn du ihm blind vertraust und dein Leben hinter seine stellst. Dann bist du verliebt. Antwortet er verträumt. Erneut kann ich ihn einen Moment lang nur mit offenem Mund betrachten, scheint er aus Erfahrung zu sprechen. Ich verfalle ins Grübeln und hoffe, mir jeden seiner Punkte unterbewusst notiert zu haben. Ich vertraue allen blind und ich würde für jeden hier mein Leben geben. Aber mein Herz schlägt nur bei Law schneller. Seit wann ist das denn schon so? Es ist mir nur ab und zu mal aufgefallen. Habe ich nur nicht darauf geachtet? Bist du etwa verliebt? Reißt mich Sashis strenge Stimme zurück in die Gegenwart. Ich spüre die Röte in mein Gesicht steigen. Nein, sage ich etwas panischer als beabsichtigt, weswegen ich zur Bestätigung bereit grinse. Er beäugt mich einen Moment lang skeptisch, bevor er zufrieden nickt und mir hochhilft. Interessant, bei welchen Problemen oder Ratfragen ich zu wem gehe. Dabei rede ich doch mit jedem offen über alles, oder? Seine Sicht. Es ist bereits mitten in der Nacht. In der kleinen Runde hat es Spaß gemacht und niemand hat auf die Zeit geachtet oder ist müde geworden. Niemand will, dass die schöne Zeit allzu schnell endet. War die Zeit ohne Sarana düster und voll mit Sorgen gefüllt. Diabolisch grinsend starrt Law auf das Kartendeck vor sich auf dem Tisch. Wem soll ich als erstem einen Befehl erteilen? Und welchen? Trafalgar findet es mehr als amüsant, wie seine Nakama bei jedem Mal aufstecken, wenn er dessen Namen ausspricht. Befürchten sie den ersten Befehl, weswegen er absichtlich lange wartet. Sein Lächeln bringt Unheil, hörte Ace hinter sich flüstern. Diesen Gesichtsausdruck kenne ich, das bedeutet nichts Gutes, kommentiert Sashi ebenfalls leise. Du meinst für uns? Fragt Penguin beunruhigt. Ja, das ist echt gruselig, bestätigt Sarana. Bei jedem Kommentar erscheint eine Wutader in Laws Gesicht. Ich kann euch hören, meint er gereizt, weswegen seine Nakama quiekend zusammenzucken. Schnell setzen sich die Angesprochenen neben Law oder ihm gegenüber auf die Sofas verteilt hin. Wo ist denn Bärchen? Fragt der Zwerg verwundert und sieht sich suchend im Raum um. Der ist bei Dan den Kurs überprüfen, antwortet ihr Pinguin. Sashi, Ace, nehmt den Sack und kommt in die Küche, befiehlt sie plötzlich und steht schwungvoll auf. Küche? Fragt Ace hellhörig nach. Sie nickt bestimmt. Ich werde uns noch etwas kochen, wenn der Captain es erlaubt. Die Blicke wandern erwartungsvoll zu dem Kapitän, welcher gleichgültig mit den Schultern zuckt.
Mit einem Sakekrug und einem Kochlöffel in der Hand steht die Kleine kurze Zeit später in der Küche und gibt den anderen Anweisungen, da sie ihre Hilfe angeboten haben. Selbst der Kapitän persönlich steht mit am Herd. Nichan, mir fällt gerade auf, dass in deinen Rezepten keine Süßigkeiten zu finden sind. Sashi bleibt hinter ihr stehen und sieht ihr kurz über die Schulter. Stimmt schon. Für so viele zu kochen kostet Zeit und Backwaren würden schon allein im Ofen viel zu lange brauchen, erklärt er gedankenverloren. Die Geräte und die Zutaten haben wir zwar, aber dann müssten wir bereits viel früher in der Küche stehen und alles vorbereiten. Sie nickt verstehend, bevor sie eilig in den Lagerraum sprintet. Verwundert blicken ihr die Anwesenden nach. Kurze Zeit später kommt sie mit verschiedenen Zutaten zurück. Darunter Kakaopulver, Schokolade, Mehl, Zucker und einiges andere, was auf Kuchen oder Kekse tippen lässt. »Willst du jetzt wirklich backen?« fragt Sashi überrascht nach, weswegen Ace hellhörig zu ihr blickt. Wir sind jetzt mit viel mehr Leuten in der Küche und es sind weniger, die essen. Und das, was ich vorhabe, braucht im Ofen nur 20 Minuten. Strahlt sie ihn an. Auch die anderen beginnen zu strahlen, haben sie ewig keine selbstgemachten Süßwaren mehr essen können, zumal Sashi sich schlichtweg geweigert hat, andere in die Küche zu lassen, damit sie sich selbst welche zubereiten. »Ich helfe dir«, beschließt Sashi und stellt einen Topf zur Seite, den er zuvor noch geschleppt hat. »Nein, außer mir bist du hier der Einzige, der kochen kann«, erwidert sie in Gedanken. »Ace macht nur Chaos und Pingu...« Sie bricht mitten im Satz ab und läuft rot an. Es wirkt, als wäre ihr etwas eingefallen. Nervös starrt sie Pinguin an, der ihr ebenso helfen könnte, bevor sie Trafalgar verlegen aus dem Augenwinkel ansieht. Hilfst du mir?« fragt sie ihren Kapitän unsicher, bevor sie nervös auf ihrer Unterlippe kaut und erneut ihren Blick abwendet. Lore nickt nur still und nimmt ihr dann einige Sachen ab. Was war das denn gerade? Lief oder läuft da was zwischen ihr und Pinguin? Den gleichen Gedanken scheinen auch Sashi und Ace zu haben, da sie Pinguin bedrohlich anknurren und tödlich anblitzen, der nur irritiert zwischen ihnen hin und her sieht. Während die Brüder mit Pinguin noch am Kochen sind die ersten Bleche Kekse bereits im Ofen. Trafalgar und Sarana waren beim Backen mehr als nur nervös und erstere von beiden war genauso oft tollpatschig, wie zweiteres Schwachsinn gelabert hat. Sie sitzen nebeneinander vor dem Ofen und immer noch schlagen ihre Herzen schneller. Doch da beide die ganze Zeit damit beschäftigt sind, ihre eigene Nervosität zu verstecken oder zu überspielen, haben sie nicht bemerkt, dass es dem anderen genauso ergeht. Betrübt blickt der Arzt auf seine Hände. Ich habe mich heute öfters verbrannt als in meinem ganzen Leben. Plötzlich nimmt Sarana seine Hände in ihre. Überrascht blickt er zu ihr auf, während sie nur weiter seine Hände betrachtet. Idiot, keift sie kurz darauf los, zieht ihn auf die Beine und bleibt an einem Becken mit ihm stehen. Das musst du kühlen, motzt sie weiter, während sie seine Hände unter das kalte Wasser hält und er sie weiterhin überrascht anstarrt. Und du willst Arzt sein? Faucht sie verärgert. Gereizt erscheinen einige Wutadern in seinem Gesicht. Gibt's dich auch in nett? Fragt er versucht ruhig nach. Gibt's dich auch in Intelligenz? Kontert sie, bevor sie ihm die Zunge rausstreckt und sich wieder seinen Händen widmet. Sanft streicht sie immer wieder über seine Verletzung und verteilt das kühle Nass. Unnötigerweise hält er sie schließlich unter fließend Wasser, vorsichtig auf seiner Haut. Gereizt wendet Trafalgar seinen Blick ab, muss aber im nächsten Moment lächeln. Sie hat wirklich immer einen Konter parat. Mit ihr kann ich richtig streiten. Sie wehrt sich und hat ihre eigene Meinung. Sie lässt sich von mir zum Verrecken nicht einschüchtern.